Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Factfulness. Wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist. Von Hans Rosling ist ein Buch, das sich auf die Darstellung und Interpretation globaler Fakten konzentriert. Hans Rosling, ein renommierter Mediziner, Professor und Statistiker, deckt in seinem Werk auf, wie falsch unsere Sicht der Welt oft ist. Getrieben durch Vorurteile, emotionale Reaktionen und falsche Informationen in Medien und Gesellschaft. Unterstützt von Anna Rosling-Rönnlund und Ola Rosling erläutert Rosling anhand zahlreicher Beispiele, wie wir unsere Weltwahrnehmung korrigieren können. Das Buch nutzt lebensnahe Geschichten, Visualisierungen und Fakten, um dem Leser die Augen für globale Trends, den Fortschritt der Menschheit und die tatsächlichen Verhältnisse auf der Welt zu öffnen. Während viele Menschen die Welt als gefährlicher, ungerechter und stagnierender empfinden, als sie wirklich ist, zeigt Rosling mit wissenschaftlicher Genauigkeit, wie viele Missverständnisse und überholte Weltbilder unseren Alltag beeinflussen. Factfulness ist nicht nur eine nüchterne Analyse, sondern auch eine optimistische Einladung, sich für faktenbasierte Gedanken zu öffnen und mit mehr Gelassenheit und Neugier auf die Welt zu blicken. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Die 10 Instinkte, die unser Weltbild verzerren. Das Buch beginnt mit einer systematischen Untersuchung der Instinkte, die unsere Sicht auf die Welt verfälschen. Darunter findet sich etwa der Instinkt der Kluft, der dazu führt, dass wir die Welt in wir und sie, arm und reich, West und Nicht-West teilen. Ein weiterer ist der Negativinstinkt, der uns glauben lässt, dass alles immer schlimmer wird, obwohl die Fakten das Gegenteil belegen. Auch der Instinkt der Angst wird analysiert. Medienberichte und unser eigener selektiver Fokus lassen uns Gefahr und Drama überschätzen, während wir reale Fortschritte und alltägliche Verbesserungen kaum wahrnehmen. Hans Rosling zeigt, wie jeder dieser Instinkte das Denken und somit unser Handeln beeinflusst. Nur wenn wir diese Muster erkennen, können wir beginnen, die Welt realistischer zu sehen und klügere Entscheidungen zu treffen. Zweitens. Globale Megatrends und Fortschritte. Rosling präsentiert eine umfassende Analyse der globalen Entwicklung und zeigt, wie sich wichtige Indikatoren wie Lebenserwartung, Gesundheit, Bildung und Armut positiv verändert haben. Besonders eindrucksvoll ist sein Fokus auf die Reduktion extremer Armut, den Anstieg von Alphabetisierung und die Verbesserung der Kindersterblichkeit weltweit. Viele dieser Veränderungen sind langfristig und werden in Medien oft übersehen, da negative Nachrichten mehr Aufmerksamkeit generieren. Das Buch liefert verständliche Illustrationen und Grafiken, die diese weltweiten Fortschritte aufzeigen. Rosling stellt klar, dass die menschliche Zivilisation sich stetig verbessert, auch wenn es bedauerliche Rückschläge gibt. Dabei ermutigt er die Leser, Statistiken und Fakten als Mittel zur Hoffnung und zum Handeln zu nutzen. Drittens. Die Kunst, mit Fakten zu denken. Ein zentrales Anliegen des Buches ist es, die Leserinnen und Leser zu befähigen, eine neue Art zu denken zu erlernen. Faktenbasiert, neugierig und hinterfragend. Rosling liefert Werkzeuge und Denkweisen, um Nachrichten, Statistiken und Aussagen kritisch zu hinterfragen. Er warnt davor, auf Dramatisierung und Vereinfachung hereinzufallen und lehrt den kritischen Umgang mit Daten. Dazu gehört auch das Verständnis dafür, wie Zahlen zustande kommen, wie sie interpretiert werden und wo Fallstricke liegen können. Roslings Stil ist dabei offen, zugänglich und integrativ, sodass auch komplexe Zusammenhänge verständlich werden. Dies fördert nicht nur die individuelle Urteilsfähigkeit, sondern ist auch essentiell für politische und gesellschaftliche Entscheidungsprozesse. Viertens. Die Bedeutung der Aktualisierung unseres Weltbildes. Factfulness zeigt auf, wie dringend notwendig es ist, das eigene Weltbild regelmäßig an die neuesten Fakten anzupassen. Viele gesellschaftliche und politische Irrtümer entstehen laut Rosling daraus, dass Menschen auf veralteten Informationen und Weltbildern beharren. Das Aktualisieren von Wissen ist jedoch keine einmalige Aufgabe, sondern ein kontinuierlicher Prozess. Rosling beschreibt, wie man sich von liebgewonnenen, aber falschen Überzeugungen lösen kann
und argumentiert, dass Flexibilität im Denken der Schlüssel zu besserem Verständnis und klügeren Entscheidungen ist. Vor allem in Zeiten von Fake News und Social Media bietet dieses Kapitel wertvolle Anregungen, wie man zwischen relevanten Informationen und Desinformation unterscheiden kann. Schließlich Optimismus und Verantwortung. Die Welt verbessern. Das abschließende Thema des Buches ist, wie jeder Einzelne durch ein faktenbasiertes Weltbild optimistischer und verantwortungsbewusster agieren kann. Hans Rosling macht deutlich, dass Hoffnung und Engagement kein Resultat naiven Denkens, sondern eines realistischen, informierten Blicks auf die Welt sind. Er appelliert an die Leser, die eigenen Fähigkeiten zu nutzen, um fundierte Beiträge für eine bessere Gesellschaft zu leisten, sei es durch Spenden, politisches Handeln oder Bildungsarbeit. Rosling ermutigt uns, den eigenen Teil zur weiteren Verbesserung der Welt zu leisten und baut so eine Brücke zwischen individueller Handlung und globalem Fortschritt. Zusammenfassend: Factfulness von Hans Rosling ist ein Muss für alle, die sich für die Welt interessieren und ein unverzerrtes, faktenbasiertes Verständnis aktueller Entwicklungen anstreben. Das Buch richtet sich an Schüler, Studierende, Journalisten, Entscheider, Lehrer und grundsätzlich an alle, die sich nicht mit vereinfachenden, negativen Stereotypen zufrieden geben möchten. In einer Ära, in der Desinformation und Polarisierung unser Denken und Handeln stark beeinflussen, bietet Factfulness eine wertvolle Anleitung dazu, wie wir mit Optimismus, Neugier und kritischem Denken zu globalen Bürgern werden können. Wer dieses Buch liest, lernt, Alarmismus und Angstmacherei kritisch zu hinterfragen, den Reichtum und die Fortschritte der Menschheit zu erkennen und konstruktiv auf Herausforderungen zu reagieren. Im Vergleich zu anderen Werken legt Factfulness den Schwerpunkt auf praktische Selbstreflexion und vermittelt nicht nur Wissen, sondern auch konkrete Denkstrategien, die im Alltag anwendbar sind. Die Lektüre bietet geistige Entlastung und Zuversicht angesichts scheinbar überwältigender Weltprobleme. Wer sich bewusst für dieses Buch entscheidet, investiert in eine nachhaltige Veränderung der eigenen kognitiven Landkarte und kann fortan das eigene Leben und das der Gesellschaft konstruktiver gestalten. Factfulness sticht somit aus der Flut von Sachbüchern heraus, weil es nicht nur informiert, sondern die Leser moralisch und intellektuell zum Handeln befähigt. Wenn Sie unterstützen möchten, Hans Rosling, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.